Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heldenreise-Podcasts. Heute mit dabei der renommierte Professor Dr. Franz Ruppert, der vor allem sich mit Traumabewältigung auskennt, und dabei die Alice Schüler, die auch wahnsinnig viele Informationen in Bezug auf Buddhismus, Spiritualität und auch für unser Indien-Projekt bereitstellt. Und wir sprechen heute mal ein bisschen vertiefend darüber, worauf es denn da ankommt und wie auch Hinterbliebene mit den richtigen Strategien eine Lösung finden können, damit sie damit einfach auch besser umgehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mit uns da noch ein bisschen mehr Einblicke bereitstellen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, liebe Ratsuchende. Ich bin Alice Schüler, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Psychiatrie, und ich habe heute meinen Gesprächspartner, den Herrn Professor Dr. Franz Ruppert, zugegen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für mich, für Felix Meinhardt, aber auch für sich selber, um die Arbeit nochmal wirklich darzustellen, die Sie seit etlichen Jahrzehnten mittlerweile lehren, unterrichten, weitergeben, in vielerlei möglichen Lebenssituationen das integriert haben. Sie waren Professor für Psychologie an der Katholischen Hochschule. Sie sind in eigener Praxis in München, die sehr groß ist, wo wir uns jetzt gerade auch befinden. Liebe Zuschauer, wir haben sehr schöne Räume hier, die sehr gefühlvoll auch eingerichtet sind, wo man sich wohlfühlt, wenn man sensibel und dünnhäutig wird, weil hier geschieht Therapie, Traumatherapie, IOPT genannt, identitätsorientierte Psychotraumatheorie. Ich sage immer Therapie gleich dazu. Ich bin auch ausgebildet in dieser Vorgehensweise und erlebe sehr gute Momente, Menschen in die Tiefe zu führen, in eine Selbstbegegnung. Professor Ruppert, würden Sie uns erstmal erklären, was ist eine Selbstbegegnung, IOPT? Ja, Selbstbegegnung, wie es eben schon der Name sagt, ist der Versuch, dass ich mir mit meiner psychischen Struktur begegne, dass ich also da tiefer einsteigen kann in dem, was ist eigentlich in mir los, was ist da in mir gespeichert, auch an Erfahrungen, an Erinnerungen, an Lebenserfahrung. Und ja, und dann gucken wir über diesen Weg, was ist möglicherweise da noch nicht so ganz am richtigen Platz, was braucht es da noch weitere Begleitung, Unterstützung, Förderung und ja auch das Hinschauen an bestimmte Punkte, wo man vielleicht normalerweise sagt, das vermeide ich eher, weil das ist vielleicht zu schmerzhaft, vielleicht hat Scham besetzt. Und ja, und da braucht man natürlich ein Umfeld, in dem man sich da wohlfühlt und sicher fühlt und wo man auch das Gefühl hat, da werde ich so angenommen, wie ich bin, und da darf ich auch so sein, wie ich bin. Da muss ich nichts vorspielen. Ich kann so sein, wie ich bin. Also Sie hören, liebe Zuschauer, es ist ein sehr geschützter Rahmen hier, den ich auch selber so immer erlebt habe. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Leben nach dem Tod. Das ist der Titel unseres Spielfilmes, den wir nächstes Jahr drehen werden. Und dahinter verbirgt sich Verlusttrauma, der Umgang mit Situationen, wo wir Menschen verlieren, zum Beispiel unsere besten Lebensmenschen. Ich habe das selber auch erlebt, weswegen ich mich gerne für dieses Projekt stark mache, einsetze und präsent bin. Und ich konnte den Felix Meinhardt dafür gewinnen, dass wir uns dem Thema widmen, weil es sehr vielen Menschen so geht, dass sie plötzlich in einer Ohnmacht sind, in einer Hilflosigkeit und Kontrollverlust erleben, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und da ich mit dem Professor Ruppert seit einigen Jahren auch in der Supervision regelmäßig zusammenarbeite, habe ich mir gedacht, fragen wir den Experten zu diesen Themen. Und ich möchte Sie einladen, wirklich diese unglaublich gute Chance wirklich jetzt zu erleben, dass Sie wirklich Fachexpertise hören können. Ja, was dann, wenn mir sowas geschieht? Viele erleben auch im Umfeld gute Menschen wie Freunde, Verwandte, Kinder sterben plötzlich, Unfälle geschehen. Wir hatten eine Pandemie, die sehr viele mitgenommen hat. Professor Ruppert, was ist Verlusttrauma? Können Sie uns das bitte einfach mal so darlegen, aus Ihrer langjährigen Erfahrung? Wie geht man damit um?
Was macht die Psyche damit oder wo geht sie in einen innerlichen Verweigerungsaspekt, weil es nicht mehr weitergeht vor lauter Schrecken? Wie würden Sie das sehen? Ja, Verlusttrauma ist ja schon ein Fachbegriff, also ein Begriff, mit dem wir dann versuchen, eine Dimension zu erfassen, was passiert, wenn ich jemanden verliere, wenn ich einen anderen Menschen verliere, mit dem ich in einer Bindungsbeziehung bin, also mit dem ich also nicht nur so auf einer, sagen wir, oberflächlichen Austauschebene, Kommunikationsebene zusammen bin, sondern wo sich da etwas entwickelt hat auf einer seelischen, psychischen Ebene, was dann auch, kann man sagen, gegenseitige emotionale Abhängigkeit bewirkt. Also Wichtiger Punkt, ja. Kann da nicht mehr einfach nur so irgendwie für mich sein, sondern ich werde immer mit reflektieren, wo ist der andere, was macht der gerade, wie geht's dem gerade, geht's dem gut, und wenn dem Moment, wenn ich dann merke, der andere, dem geht's nicht so gut oder der hat Probleme, der hat Konflikte, der leidet, dass ich dann auch irgendwo mich aufgerufen fühle, was kann ich da machen, kann ich den unterstützen, kann ich ihm helfen, und und auf der Ebene entstehen dann eben auch Freundschaften, Liebschaften, Partnerschaften, oder letztendlich kann man sagen, es kommt eigentlich ursprünglich, diese ganz tiefe Bindungsebene kommt eigentlich aus der Eltern-Kind-Beziehung. Also dort entsteht es quasi, das Bindungssystem sozusagen ausgeprägt, und oft ist es ja auch so, dass dann was wir auf dieser Elternebene erleben, dass wir das dann ein Stück weit auch wieder reproduzieren in unseren Partnerschaften, dass wir uns möglicherweise auch wieder Partner suchen, wo wir ähnliche Erfahrungen machen und wo es dann möglicherweise ja nicht so genauso wenig gelingen kann, eine gute Bindungsbeziehung herzustellen, wie es auf der Elternebene war. Oder umgekehrt, dass wir natürlich große Erwartungen haben, dass vielleicht der Partner etwas erfüllt, und was wir in unserer Kindheit dann nicht bekommen haben. Also dass da endlich mal die Liebe fließt, dass da endlich mal etwas ist, wo so ein gegenseitiges Erkennen und Wahrnehmen und Wertschätzen auch da ist, und wirklich die Unterstützung auch vom anderen. Also das ist ein interessanter Punkt. Sie würden sagen, dass wir in jeder Erwachsenenbeziehung uns versuchen, in eine positivere Situation hineinzubringen, mit Liebe erfahren, angenommen werden, akzeptiert werden und auch unterstützt werden und getragen sind? Ja, es muss ja nicht zwangsläufig der Fall sein, dass meine Eltern mich da nicht geliebt haben, aber den Fällen, wo man sagt, da habe ich ein Defizit, da ist natürlich die Erwartung an einen Partner und damit auch der Erwartungsdruck an den Partner ist natürlich besonders hoch. Ja. Und manchmal kann man auch sagen, erfährt man vielleicht erst in der Partnerschaft dann das an Zuwendung und Liebe, was man bis dato vermisst hat. Und das ist natürlich eine schöne Erfahrung. Und umso schmerzhafter kann es dann sein, wenn man merkt, auch das geht vielleicht auch zu Ende, oder da gibt es jetzt Konflikte, gibt es Probleme, und das größte Problem ist natürlich im Endeffekt die Situation, wenn der Partner krank wird, wenn er vielleicht chronische Krankheiten hat und unheilbare Krankheiten hat, und wenn ich das möglicherweise sogar miterlebe. Ja, ich kenne ja vielleicht auch aus unserem Umfeld Situationen, wo wir das miterlebt haben, ja, dass ein Partner chronisch erkrankt ist, und dann weiß man, der wird in absehbarer Zeit dann sterben müssen, und was macht dann derjenige, der den begleitet, und wie kann er im Grunde mit dieser Situation möglichst gut auch umgehen? Also das ist heute so, wenn ich sagen darf, mein Anliegen, liebe Zuschauer, liebe Ratsuchende auch, wie können wir mit diesen Härtesituationen umgehen, die viele von uns total an die Grenze bringen, der Belastbarkeit, der Lebensfähigkeit. Manche sagen dann, jetzt mag ich nicht mehr. Ich habe meinen besten Lebensmenschen verloren, was mache ich denn jetzt ohne mich? Also mein Ich ist auch nicht mehr präsent, weil das immer beim anderen war. Darum habe ich das gerade so als freudscher Versprecher gesagt. Ich breche weg. Und dann, was gibt es an Möglichkeiten, da die Stabilität herzustellen? Also das wäre natürlich der Worst Case. Also dass wenn jemand sagt, mein Partner ist tot und es gibt für mich keinen Lebenssinn mehr und jetzt mag ich dann auch quasi nicht mehr leben, oder vielleicht gibt es sogar die Vorstellung, dann der Partner ist in einer anderen Welt, der ist quasi im Jenseits, und dort können wir uns dann wieder vereinigen. Das wäre natürlich auch eine gewisse, vielleicht auch eine Illusion, ja, dass das der Fall ist. Und von daher ist die Frage nach dem Lebenssinn, wenn der Partner zum Beispiel gestorben ist, oder auch wenn Kinder gestorben sind,
die Frage nach dem Lebenssinn, der stellt sich einfach. Das ist ein Teil dessen, was wir in einem Verlusttrauma zu bewältigen haben, ja, wo wir auch dann in der Therapie dann demjenigen, den wir begleiten, dann die Möglichkeit geben, das erstmal zum Ausdruck zu bringen. Im Grunde ist es ja sowieso das Allerwichtigste, dass in der Therapie ich mich erstmal so ausdrücken kann, so wie ich bin. Und dass es da auch keine Tabus gibt, dass es da keine Vorgaben gibt, was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen, was ist sozial vielleicht auch angenehm, erträglich oder wo würde man das vielleicht außerhalb der Therapiesituation lieber nicht sagen. Aber innerhalb der Therapiesituation soll alles möglich sein, sich von der Seele zu reden, es auszudrücken, damit es dann auch in einem Bewältigungsprozess und Veränderungsprozess kommen kann. Sie haben ja auch etliche Bücher veröffentlicht. Ich habe gehört 17. 12 sind es. Gut, es ist auch eine ganze Menge und das zeugt einfach von großer Expertise und von wirklicher Vertiefung der Themen um Traumata, um Geschehnisse, die einen Menschen wirklich so tief treffen können, dass er nicht mehr so ohne weiteres sich davon erholt. Können Sie dazu noch mal so ein bisschen was sagen? Ja, das ist ja der Begriff Trauma, der hier so mit im Mittelpunkt auch steht, was wir jetzt gerade betrachten. Also Lebenserfahrungen, die so überwältigend sind, so überfordernd sind, dass man mit den Ressourcen, die wir im Moment zur Verfügung haben, damit nicht umgehen kann. Ja. Das heißt, natürlich, es hängt davon ab, was habe ich schon erlebt und was habe ich schon mitgemacht und mit was bin ich bereits konfrontiert worden und wo hat sich dann auch vielleicht eine gewisse Stärke oder Resilienz entwickelt. Aber es kann eben sein, dass all das, was ich bisher gelernt habe, was ich bisher erfahren habe, dass es nicht ausreicht, mit dieser aktuellen Situation umzugehen. Also, dass es etwas völlig Neues auch ist, völlig Unerwartetes ist, etwas Schicksalhaftes auch ist, womit ich auch nicht gerechnet hätte, was einen dann auch so aus seinen Lebensplänen und Zukunftsplänen, die man sich so gemacht hat, herausreißt. Und jetzt bin ich mit der Situation konfrontiert, ja, wo ich im Grunde keine Werkzeuge habe oder keine Tools habe, damit auf eine gute Art und Weise dann umzugehen. Und das ist dann das, was wir in der Therapie versuchen, jemanden zu vermitteln und ihm zu unterstützen, ihn darin zu begleiten, dass er aus so einer Extremsituation auch wieder den Weg findet in eine gesunde Entwicklung und da nicht hängen bleibt. Weil die Gefahr groß wäre, wenn ich da drin hängen bleibe, dann wird eigentlich alles andere, was ich tue und was ich dann erlebe, wird dann eingefärbt. Es wird dann eingefärbt durch dieses Ereignis und damit, ja, habe ich natürlich auch eine gewisse Engführung in meiner Psyche. Ja. Mich würde mal interessieren, wenn jetzt eine Person sehr krank ist und es zeichnet sich ab, in den nächsten 3, 6, 12 Monaten wird diese Person versterben, werden dann auch teilweise 2 Menschen, 2 Seelen behandelt, sowohl die Person, die versterben wird, als auch die angehörige Person, oder wird sich auf eine Person konzentriert, wie jetzt im Hospiz, wo dann natürlich vor allem auf die Person geachtet wird, die dann eben bald aus dieser Welt ausscheiden wird? Na, in der Regel kommen ja schon erstmal dieses Begleiten oder sich begleiten lassen während eines solchen Prozesses, habe ich irgendwie erlebt, dass es gar nicht so häufig ist. Ja. Also das sind vielleicht eher dann Selbsthilfegruppen, wo Menschen hingehen, aber meistens kommen ja die Menschen dann in den Therapie, wenn sie nach einem solchen Verlust merken, irgendwie geht es nicht richtig weiter. Irgendwie brauche ich jetzt doch Hilfe. Weil zunächst mal versucht man natürlich so auf seine eigene Art und Weise damit umzugehen. Man ist so richtig involviert, man ist engagiert mit dem Menschen, der jetzt dann in so einem Prozess des Sterbens dann ist. Und dann hat man keine Zeit. Ja. Dann ist ja der Fokus immer auf den anderen. Und da vielleicht wäre es natürlich auch eine Anregung, dass man sagt, man holt sich bereits in diesen Prozess, wenn ich weiß, mein Partner stirbt bald, holt man sich dann entsprechend schon Unterstützung. Das wäre natürlich auch sinnvoll, das zu tun. Ja, aber was oftmals gewartet, ne? Ja, was oftmals nicht stattfindet, weil man so absorbiert ist und auch geschockt ist
dass man die Möglichkeiten nicht erkennt. Und warum wir heute zusammensitzen, liebe Zuschauer und Ratsuchende, ist wirklich der Punkt, wie kann ich mir selber Unterstützung, Kraft und Hilfe holen, wenn ich in so einem Prozess mit eingebunden bin, entgegen meiner Erwartungen an mein Leben, an meine Lebensplanung, an meine Zukunft. Was können wir tun? Und zwar in der aktiven Phase, nicht erst später, weil dann wird es immer noch ein bisschen komplizierter, weil dann passieren oft so innere Selbstläufer, wo innere Spaltungen geschehen können, wo Verzweiflungen sich so ausbreiten können, dass es auch schon psychosomatische Aspekte mit beinhaltet. Wir sitzen heute zusammen, um Ihnen Mut zu machen, um Ihnen wirklich Möglichkeiten aufzuzeigen, wie werde ich fertig mit so einem Verlust, wie komme ich damit trotzdem nochmal in mein Leben, auch wenn es Zeit braucht. Es braucht sicher Zeit. Ja, und wenn wir jetzt gerade bei der Phase sind, wo man merkt, da ist jemand, den ich liebe, der ist bedroht, ja, vom Tod bedroht, ist natürlich erstmal die Suche nach, welche medizinischen Unterstützung gibt es denn überhaupt noch? Da wird ja oft auch alles Mögliche ausprobiert und versucht. Aber dann letztendlich akzeptieren zu müssen, alles hat nichts genutzt, was immer ich probiert habe, hat nichts genutzt, ist natürlich auch etwas, wo manche dann auch Schuldgefühle haben. Ja? Und sie vielleicht auch so das Gefühl, haben wir wirklich alles gemacht, haben wirklich alles ausprobiert. Und und auch damit muss man dann auch in einer Therapiesituation denjenigen irgendwo auch die Möglichkeit geben, sich mit diesen Schuldgefühlen so zu beschäftigen oder das auseinanderzusetzen, dass im Endeffekt dann das nicht ein Leben lang so als mit sich herumschleppt und sagt, irgendwo habe ich was versäumt, nicht gemacht, sondern dass man sagt, okay, du hast dein Bestes gegeben, aber es gibt eben auch Situationen, wo wir als Menschen einfach auch am Ende unserer Möglichkeiten angelangt sind und wir auch den Tod akzeptieren können, müssen, als eine Realität. Und das ist, glaube ich, auch für unsere Psyche eines der schwierigsten Herausforderungen. Die Psyche ist so auf das Leben hin orientiert und was kann man machen und was ist zu tun. Und dass also dieser Tod, der ja im Grunde alles ein Stück weit auch zunichte macht, was wir machen, dass wir den Tod tatsächlich als Realität annehmen können. Und das fällt schwer. Und das fällt ja auch insofern schwer, wenn man dann sieht, dass Menschen sich gar nicht vorstellen können, dass der Tod was Endgültiges ist, sondern immer noch eine Frage ist, irgendwo eine Möglichkeit, wo gibt es eine Möglichkeit, dass der andere doch nicht tot ist, ja, oder dass man ihn weiter in sich quasi weiterträgt und weiterleben lässt und am Leben erhält. Aber die Realität des Todes zu akzeptieren, denke ich, ist dann, wenn, auch eine große Herausforderung und letztlich auch ein Ziel einer therapeutischen Begleitung, dass ich das sage, okay, das ist passiert, das war so und es ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und dann öffnet sich die Tür auch wieder für ein neues Leben, für einen neuen Lebensabschnitt. Ja, Sie hören, wir sprechen hier über sehr tiefe Themen, die einen oftmals so ganz wegschlagen und wegbrechen lassen können, für kurze oder für längere Zeit. Professor Ruppert, ich möchte auch nochmal fragen, es gibt ja dann auch viele Kompensationsmöglichkeiten, wenn man nicht in der Lage ist, den Schmerz zu spüren, die Ohnmacht sich überhaupt nicht gegenwärtig machen kann und den Kontrollverlust nicht integrieren kann und möchte. Was machen Menschen so? Ja, also wir lernen im Laufe unseres Lebens viele Mechanismen, um Schmerz und Trauer und so zu vermeiden, indem wir uns dann ablenken, indem wir uns vielleicht auch betäuben, indem wir irgendwelche, vielleicht auch Medikamente nehmen oder indem wir irgendwelche extremen Verhaltensweisen dann machen, so Sport oder vielleicht auch Kaufsucht oder so etwas, was ich daraus als entwickeln könnte als Kompensationsform. Und alles, um letztendlich dem aus dem Weg zu gehen, dem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Aber irgendwann kann es sein, dass es uns dann doch wieder einholt und dann ist es gut, wenn ich jemand habe, der mich dann begleitet, der mir auch dann in den Momenten, wo der Schmerz aus mir herausbricht, wenn er da ist, dann zur Seite steht und mir auch dann die Gelegenheit gibt, okay, ich kann es ausdrücken und die Erfahrung zu machen, es ist letztendlich dann auch zu verkraften. Also ich kann das auch aushalten. Ja.
Also mein Eindruck ist einfach, dass manchmal so ganz unerwartete innere Ausbrüche und Durchbrüche geschehen können, wo der Mensch völlig überfordert ist mit sich selber, in seinen Reaktionen, in seiner Art, sich unsicher zu fühlen, im Leben total wegbricht. Was sagen Sie dazu? Wie kann man da ein Auffangnetz geben? Wie kann man da stützen? Wie kann man da präsent sein, um dem Menschen einen gewissen Halt zu geben und ihm letztlich auch ein bisschen Mut zu machen für seinen weiteren Lebensweg? Ja, ich glaube, das sind auch dann, gibt es ja so Phasen. Es gibt quasi Phasen, wo es jetzt klar ist, da ist das und das geschehen. Dann gibt es eine Phase, wo man das vielleicht noch verleugnet und dann muss man es wieder an verschiedenen Stellen realisieren, ja, so ist es und so. Also es ist quasi ein Prozess, der über Jahre gehen kann. Ja, und von daher auch immer wieder auch dann sagt, jetzt habe ich es eigentlich überwunden, kann es immer noch sein, da kommt irgendein Trigger, da kommt irgendein Auslöser, da lese ich irgendwas und es erinnert mich wieder an diesen Menschen, den ich verloren habe. Also mir hat jetzt zum Beispiel ein Vater gesagt, der war Lehrer und in dem Moment, wo er dann den Geburtstag seines Sohnes bei einem anderen Schüler gelesen hat, in dem Moment konnte er dann nicht mehr an sich halten und musste dann quasi aus dem Klasszimmer verlassen und musste erstmal weinen, ja, und so. Also so diese Triggersituationen sind es auch, ja, wo man drauf gefasst sein muss. Das kann einen ganz unerwartet immer wieder einholen und es gibt dann nochmal die Gelegenheit zu sehen, okay, dort stehe ich in einem Bewältigungsprozess und da geht's weiter. Und es ist, denke ich, immer wieder die Erfahrung zu machen, okay, es ist da, es ist ein Thema, das darf auch da sein und ich werde im Laufe der Zeit immer resilienter, um damit umzugehen. Und jede dieser Erfahrungen macht wirklich ein Stück stärker. Und was, glaube ich, auch ganz wesentlich ist, man muss sich ja die Sinnfrage dann nochmal neu stellen in seinem Leben. Ja, bisher war ja alles klar, so mit dem Partner zusammen oder mit den Kindern zusammen. Da hat man so, weiß man, wie es weitergeht und plötzlich ist ein Bruch und jetzt muss ich für mich selber neu definieren, was macht in meinem Leben neu Sinn. Und da kann es auch sein, dass Menschen dann plötzlich auf Ebenen kommen, mit denen sie vorher gar nicht auseinandergesetzt hätten, wo sie sich gar nicht Fragen gestellt hätten, ja, und tiefer auch in die menschliche Psyche, mit der menschlichen Psyche sich beschäftigen, mit Philosophie, mit religiösen Fragen, die jetzt plötzlich dann wieder eine Rolle spielen können. Und damit kann man auch sagen, es gibt so etwas wie, ja, wir sagen ja Post-Traumatic Growth, also ein Wachstum, ein persönliches Wachstum, auch nach dem Trauma. Und das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Also, dass man nicht jetzt einbricht und quasi vor sich hinleidet und letztlich vielleicht auch in der Depression landet, sondern dass man auch das als eine Herausforderung des Lebens annehmen kann und daran eben auch persönlich wachsen kann. Gibt es da so eine Art Einmaleins, also wie so eine Checkliste, die man durchgehen kann, um auch so ein bisschen herauszufinden, wo stehe ich gerade, brauche ich da was, sind da blinde Flecken, weil es werden ja jetzt nicht alle auch bei Ihnen jetzt in eine Therapie gehen können, wenn das überregional hier ausgestrahlt wird. Was gibt es da noch für Hilfe und Ratgeber? Gibt es da Bücher, Filme, um sich diesem Thema noch mehr widmen zu können und Hilfe zur Selbsthilfe zu bekommen? Ja, zum einen muss man sagen, ist es sehr, sehr individuell. Ja? Also jetzt auch gerade arbeite ich mit einem Mann, der seinen Sohn verloren hat und wie er das verarbeitet, ist völlig anders, als wie seine Frau das verarbeitet hat, also die Mutter von dem Kind. Also ganz unterschiedliche Wege. Und es gibt natürlich viele Bücher, Ratgeber auch zu diesem Thema, die speziell jetzt das beschreiben, wie Trauerprozesse vonstatten gehen und was da alles dabei auftauchen kann. Und kann man natürlich auf alle Fälle immer sich dann mal so ein Buch auch besorgen und schauen, spricht mich das an, ist es für mein Thema dann gerade geeignet. Und ansonsten, einfach zu wissen, es sind verschiedene Stadien, die ich einfach durchlaufe. Ja. So eine Schockphase, so eine Verleugnungsphase, so eine Phase, wo ich es dann allmählich realisiere, was passiert ist, bis ich dann letztendlich auch, kann man auch sagen, so meinen inneren Frieden auch damit finden kann und machen kann. Und dann eben kann wieder vielleicht auch eine neue Beziehung, wenn es jetzt eine Partnerschaftsbeziehung gibt, kann vielleicht auch wieder eine neue Beziehung möglich werden.
Also habe auch jetzt neulich vor kurzem jemand gesprochen und die hatte ihren Mann verloren, auch ganz plötzlich und völlig unerwartet. Und es hat lange gedauert, bis sie sich da jetzt wieder öffnen konnte. Und jetzt ist sie im Moment ganz glücklich mit einer neuen Partnerschaft. Und ja, nicht zufälligerweise hat der andere Partner auch seinen Partner, der Mann dann seine Frau verloren. Und auf der sie wissen quasi über was sie durchgemacht haben und sie sind sich da sehr klar darüber, ja, was es für sie bedeutet hat. Und deswegen ist es vielleicht auch eine gewisse gute Voraussetzung jetzt, damit auch wieder eine neue Partnerschaft gelingen kann. Ja. Also es wäre auf alle Fälle fatal, wenn man jetzt eine Partnerschaft, die man verloren hat, die durch den Tod beendet worden ist, wenn man da jetzt sofort gleich wieder sagen würde, ich stürze mich jetzt in eine neue Beziehung, um mich da zu trösten und mich abzulenken. Das kann vielleicht eine gewisse Zeit gut auf Dauer behindert es dann eher diesen Prozess, den man durchgehen muss, um diese alte Bindung dann aufzulösen und da nicht mehr dran zu leiden. Macht Sinn. Und weil wir eben auch im Team uns in den letzten Monaten damit beschäftigt haben, aufgrund persönlicher Erfahrungen, aufgrund von Beobachtungen im gesellschaftlichen Rahmen, haben wir wirklich so am Rad gedreht und entschieden, wir machen Spielfilm, Leben nach dem Tod. Und Leben nach dem Tod möchte Sie, liebe Zuschauer, abholen mit Ihren inneren Beklemmungen, mit Ihren inneren Unversöhnlichkeiten, möchte Ihnen neue Möglichkeiten aufzeigen durch das Bild, weil das nochmal tiefer geht als nur der Ton. Wir haben auch mit Professor Ruppert natürlich wunderbare Hörbücher, so können wir uns auch Informationen holen, aber am Ende des Tages war so eine Einsicht, ein Film wäre super. Bilder, Bewegung, Stimmungen einzufangen und wirklich Ihnen nahezubringen, was passiert mit einem Menschen, der durch so einen Prozess geht und wie kann er sich hinterher selber wieder finden. Und was Sie auch angesprochen haben, Herr Professor Ruppert, war so der Punkt, dass vielleicht dann auch andere Ebenen als posttraumatische Erfahrungen der Bereicherung geschehen können in der Hinwendung an die Spiritualität, Religiosität, Philosophie. Da gibt's ja noch ganz andere Themen, die auch im Zeitgeist im Moment sehr präsent sind, durch die vielen Dinge, die wir auch kollektiv durchgemacht haben die letzten Jahre. Die Pandemie hat uns wirklich sehr, sehr mitgenommen. Das darf ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen. Und da sind natürlich auch Themen angetriggert worden und berührt worden bei Menschen, die sie sehr in die Ohnmacht gebracht haben und an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und ich sage jetzt mal so, dieses sich neu erfinden und einen neuen Weg nochmal zu gehen, der vielleicht ganz anders aussehen kann als jemals vorher gedacht, ist doch auch ein Teil der Herausforderung, oder nicht? Ja, wir sind ja unser ganzes Leben herausgefordert und vielleicht wäre es ja auch langweilig, wenn alles eine Routine wäre. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich Herausforderungen, deswegen, da sprechen wir ja gerade drüber, die können eben für den Moment einfach zu viel sein. Ja, und dann braucht man vielleicht auch unsere Mitmenschen, die uns da oder Sie als Experten auf eine gewisse Weise auch dann auffangen können. Ja. Und die Frage ist natürlich, was wünsche ich mir eigentlich in dem Moment, wenn ich so etwas erlebt habe, was wünsche ich mir eigentlich von meinen Mitmenschen? Was möchte ich denn da? Möchte ich, dass die mich jetzt bedauern? Sicherlich nicht, ne? Sondern ich möchte eigentlich vielleicht nur so, vielleicht auch so, dass jemand mich sieht, ja, in dem, wie ich jetzt bin und dass er das auch, und das ist vielleicht auch so eine Gefahr, dass es auch nicht genug ausgenutzt wird. Ja? Dass jemand jetzt, weil er gerade im Moment psychisch geschwächt ist, doch so eine Erfahrung, dass dann andere Menschen sozusagen ihn nicht mehr richtig beachten und ihn sozusagen vielleicht sogar auch meiden, ja, dass man dann gar nicht mehr eingeladen wird und das Mensch, der ist gerade so ein Trauerprozess und wir wollen doch hier eine Party machen und so. Also dass hier vielleicht auch wieder vom Umfeld her möglichst normal weitergelebt wird und dieser auch möglichst normal mit ihm weiter Kontakt gepflegt wird. Das haben ja auch einige erzählt, die mir dann gesagt haben, wie ging es dir denn dann mit deinen Freunden? Manchmal ist es so, dann ist dieser Tod, dieser Verlust führt dann auch dazu zu einer gewissen sozialen Isolation. Und das wäre natürlich fatal, dass das
Abwärtsspirale entsteht. Und da ist es auch immer wichtig, dass es von unserem Umfeld irgendwie gesehen wird und wir dann eben auch entsprechend als weiterhin willkommen und normal angesehen werden. Und genau deswegen wollen wir uns ja mit diesen Filmen, das sind im Grunde Lebensfilme, Ja. um zu zeigen, was gibt es für Facetten im Leben, wo dürfen wir überall dran wachsen, weil so eine persönliche Heldenreise, die findet ja auf so vielen Ebenen statt. Es ist ja nicht nur finanzieller oder beruflicher Erfolg oder tolle Abenteuer in der Welt zu erleben, sondern eben auch Hindernisse zu überwinden, daran eben wieder zu wachsen, vielleicht auch ein neues Umfeld sich eben zu kreieren, dass man dann andere Menschen trifft, die eben vielleicht ähnliche Erfahrungen wieder gesammelt haben. Und das kann natürlich das Medium Film unglaublich gut aufzeigen. Vielleicht nur in 90 Minuten im Vergleich zu einem Buch, wo man vielleicht 1-2 Wochen dran liest, je nachdem, was da alles an Content drin ist. Aber so eben die Leute schon mal abzuholen und sich auch mit anderen Themen mit auseinandersetzen zu können und zu dürfen, wo sie vielleicht am Anfang alleine waren und gar nicht wussten, dass es da vielleicht Hilfe gibt. Und das kann wirklich auch eben ein Spielfilm sehr, sehr gut in die Wege leiten. Ja, und einfach eine Story, die ans Herz geht, Genau. Die einen direkt berührt, Ja. die die Gefühle wirklich öffnet, wo auch mal die Tränen laufen können. Und das finde ich persönlich eine ganz wertvolle Möglichkeit in der Verbindung, wie zum Beispiel mit Ihnen, einem Experten für Psychotherapie, Traumatherapie, als Psychologe in langjähriger, tief fundamentierter Arbeit in der Bücherwelt zu Hause, im Schreiben der Bücher, in der Vertiefung der Themen zu Hause. Es ist wirklich ganz wunderbar, Sie hier noch als Botschafter und Ratgeber gleichermaßen im Projekt mit drinne zu haben. Und ich möchte Ihnen wirklich sagen, liebe Zuschauer, freuen Sie sich auf ein sehr gehaltvolles nächstes Jahr, wenn Sie mögen. Bleiben Sie uns an den Fersen. Und wenn Sie da innerlich spüren, Sie haben noch Thema der Aufarbeitung von Verlusttrauma, von Trauer überhaupt, es sind Dinge in Ihrem Leben geschehen, die haben es eine Weile vielleicht wirklich wegdrücken müssen, weil Sie keine Kraft und Energie hatten, sich damit auseinanderzusetzen. Manchmal verliert man ja auch seine Existenz, wenn der Lebenspartner nicht mehr da ist. Also das hat ganz tragische Umstände. Manchmal haben Sie keine Kraft. Aber vielleicht gibt's noch mal einen Moment, wo Sie sagen, jetzt möchte ich mich da noch mal damit beschäftigen und innerlich mich da befreien, weil ich merke, da ist irgendwie noch ein Druck und etwas in mir, das noch unfrei ist. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu sein. Professor Ruppert mit seinem Team ist in München zugegen in seiner Praxis. Ich bin telefonisch erreichbar als Beraterin einer namhaften großen Plattform für spirituelle Lebenstherapie und Coaching, aber auch Traumatherapie. Und Felix Meinhardt ist unser genialer Filmemacher, der uns hiermit auf die Heldenreise nimmt, Leben nach dem Tod. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Alles Gute. Ja, vielen herzlichen Dank an Professor Dr. Franz Ruppert, auch an dich, liebe Alice. Wir hoffen auch hiermit wieder einen Beitrag leisten zu dürfen, um die Menschen mehr in die Selbstwirksamkeit zu bringen, dass mehr Glück und Erfüllung auch in deinem Leben möglich ist. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Servus.